Ein Vorschulkind am Fenster, im Hintergrund große Hochöfen, rauchende Schlote, die Dampfeisenbahn. Wie passt das überhaupt zusammen? Wir sind es aus unserer heutigen Zeit gewohnt, ja in solchen Industrieanlagen vor allem die Umweltverschmutzung, den Dreck, vielleicht auch die Gefahr für die Gesundheit zu sehen. Hier sind wir ja noch in der Weimarer Republik. Da geht es eigentlich um wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg und damit auch um die Zukunft dieses Kindes, um die Welt, in der es als Erwachsener einmal leben wird. Konrad Felixmüller, der Künstler dieses Gemäldes, kommt eigentlich aus Dresden, wohnte in Klotzsche bei Dresden damals und war in den 20er Jahren sehr, sehr oft an Rhein und Ruhr unterwegs, um die Industrieanlagen, die Schwerindustrie, das Schicksal der Arbeiterklasse zu dokumentieren, in seiner Kunst zu verarbeiten, aber eben auch um Porträtaufträge für wohlhabende Bürger auszuführen. Und in einem solchen Bürgerhaushalt ist dieses Gemälde auch entstanden. Felixmüller war zu Gast bei Familie Wulff. Der Familienvater war Direktor der Oberrealschule in Haspe. Und wir sehen hier Ludwig Wulff, den damals 6-jährigen Sohn der Familie. Felixmüller selbst wohnte mit seiner Familie im Grünen. Also wenn er bei sich aus dem Fenster guckte, sah er Kiefern und Eichen, also ein ganz, ganz anderes Leben, was seiner Frau und seinen Kindern auch gut gefallen hat. Aber er selber träumte eigentlich auch davon, in die Großstadt zu ziehen, in die Nähe solcher Anlagen, wo sozusagen die Dynamik der Zeit auch sichtbar ist. Also das hat ihn sehr, sehr interessiert und das war für seine Karriere auch wichtig, näher an diese städtischen Zentren, die ja auch intellektuelle Zentren waren, zu kommen. Für uns heute in der Dauerausstellung Welt im Wandel ist natürlich auch interessant, dass diese Industrielandschaften sich ja längst wieder verändert haben. Also dass diese Anlage in Haspe heute gar nicht mehr existiert. Also das, was der Knabe sieht, gibt es heute gar nicht mehr. Und von daher geht es hier auch um das Thema, dass sich unsere Region immer wieder neu durch die Dynamik der Wirtschaft und durch ein neues Verhältnis zur Natur ändert und wir diese älteren Zustände in der Kunst auch sehen können.